Hello metalheads and welcome to a very special edition of our daily recap videos. I'm sitting here with the two men in charge of this wonderful festival, Thomas and Holger. Guys, let's start off with a very simple question. How did you experience the festival this year? What was it like for you? Hot and fantastic. So after 3 years of rain, we all deserved a little sunshine. Maybe we got a bit too much sunshine? What do you think? No, I wouldn't say it was perfect. It was perfect. We liked it. Yeah. Have you had the chance to get any feedback from the visitors so far? What they were thinking about this year's edition? What they liked especially, or what they maybe suggested to do better in another edition? I've been a lot in the infield and even on the campgrounds, and what I heard and what people were saying to me, yeah, they enjoyed it. We had magnificent performances and really, a lot of interesting stuff, a lot of variety. So I think people had a good time. Mainly, that is what our main target is, to create the biggest metal party of the year, and I think a lot of people were celebrating, and it was a really special atmosphere this year. I would even say a little bit more than the previous editions, but that's maybe just me being under the overwhelming atmosphere of last night and all the nights. You just said it was an overwhelming atmosphere all throughout the days. And I think it's very hard to pick a special moment, but do you maybe have one moment that stands out for you? No, really a lot. My biggest moments were all the fantastic bands from the Metal Battle. They were really from everywhere in the world. Mexico, Lebanon, so really China, people that you usually don't meet in your local pub, and then we were all under the same banner of the music. So it was really interesting, a really good atmosphere. A lot of talking. I met some Russian guys. I met some guys from Ukraine. So everything, and Australians. The Australians were good. Our friend James, of course, was a great guy, wasn't he? So I think that atmosphere, and then we had the ambassador, the Swedish ambassador in Lebanon, and guess what? He's a metalhead. So that's really wow. Yeah, and that was my really the icing or the overall thing I had this year. Of course, any festival, but especially of this size, needs a lot of coordination behind the scenes. How were the different departments doing? Wie war der Ablauf der verschiedenen Gewerke untereinander? Gab es da diesmal großartige Koordinierungsschwierigkeiten oder hat sich der jahrelange Ablauf, den ihr einfach euch erarbeitet habt, mittlerweile so eingerollt, dass man da im Prinzip... Ein Festival ist nie Routine. Da sind viele Menschen am Start. Wir haben ja rund 4000 Leute, die hier arbeiten, von Mitte Juli bis Mitte August. Also ist nie natürlich Routine drin. Wir haben natürlich unser super Team hier, die da den Arsch aufgerissen haben. Wir haben unsere Wackenfamilie, die immer einen geilen Job machen. Wir hatten natürlich dieses Jahr durch den Verlust von Thomas Hess natürlich eine große Lücke, die wir auch nicht schließen können und nicht schließen wollen. Aber wir haben eben unsere Wackenfamilie, die das eben auch gerockt haben und die auch den guten anderen gefunden haben. Wir haben ja einiges umgestellt im Produktionsbereich, wo eben die Container dementsprechend alle sehr eng zusammenstanden, sodass eben da so oben Hauspolitik, Door-Politik war. Jeder konnte überall reingucken, jeder konnte überall reingehen und sich mit den Gewerken austauschen. Was sonst nicht der Fall war, war immer ein bisschen auseinandergezogen. Das ist ein riesen Vorteil, wurde vor mir kommuniziert eben auch, hatten wir jemand schneller auch Entscheidungen treffen können, auch weil man kürzere Wege auch hatte eben auch. Und das war eben so, jeder hatte auch, weil eben jeder wusste, das mit Thomas und so weiter, das ist natürlich eine ganz andere Schiene wieder, hat aber eben auch das alle zusammengefleischt, auch nochmal wieder zusammengeschweißt, eben auch die ganze Geschichte. Und dadurch haben sich auch alle mal einen Kick bekommen auch, und das war eine super Stimmung, eben auch sehr Harmonie. Respektvoll, aber auch immer der Sache gedient, und das war top. Aber nicht nur eben unsere Crew, sondern natürlich auch eben unsere
sag ich mal, Leute, die eben die Dienstleister, die Lieferanten, aber auch unsere BOS-Kräfte, Polizei, Feuerwehr, das zog sich komplett durch das ganze Festival. Alles eine große Wackenfamilie, nicht nur vor der Bühne, sondern auch hinter der Bühne. Wie gesagt, wir gucken ja eigentlich nur vor der Bühne, aber diesmal auch hinter der Bühne. Und das war natürlich sehr, sehr wichtig, eben auch für uns beide zu wissen, dass das funktioniert, dass eben die alle sich zusammenreißen und auch einen tollen Job machen. Das ist auch passiert eben auch. Klar, wer da mitgespielt, wer da gut, alles gut ist, klar immer ein einfaches Floskel. Aber unter den Rahmenbedingungen, die wir dieses Jahr hatten, war es nochmal eine andere Liga eben auch. Und da haben sie alle gut gerockt eben auch. Und das gibt natürlich auch Hoffnung für die Zukunft, dass wir da nochmal auch immer wieder das Festival optimieren, verbessern, auch gerade in Sicherheitsfragen, dass alle noch viel mehr mitziehen. Und natürlich auch, wir haben auch mit der Polizei noch gerade gesprochen, eben auch, die haben natürlich sowas, erleben sie natürlich auf keinem Stadtfest, auf keinem anderen Festival, wo die Polizei so respektvoll begegnet wird, auch von den Fans eben auch dass die überhaupt hier sind, wird auch honoriert, wird woanders sagen, okay, verpisst euch in Polen, das ist natürlich hier nicht so. Wir sagen, okay, jeder da, cool, trinken Bier mit uns. Dürfen sie dann natürlich leider nicht. Dürfen leider nicht, aber sie werden super respektvoll behandelt und das ist auch wichtig. Und auch wir haben gerade auch mit unserem Müll, haben wir schon gesprochen, das Feld ist so sauber wie nie auch eben. Das haben wir noch nie so gehabt eben. Das ist bei anderen Festivals, sieht das so davor aus, sieht das danach schon so aus und das ist natürlich top eben auch. Oder beste Beispiel, die Feuerwehr hatte auch ein gutes Statement gehabt, eben, dass die Besucher selbst ihre Feuerleute mitgebracht haben, dass die selbst sofort eben auch die Zigaretten ausgetreten haben und das gibt es nirgends so. Und Also das ist ja normal. Normalerweise hättest du Grillrestriktionen und dass auch die Feuerwehr das Vertrauen in den Gast, in unseren Fan hat und gesagt hat, ja, macht Hinweise und die werden das schon umsetzen. Tierisch, also da nochmal einen riesen Daumen hoch auch an die Fans, weil sonst wäre mit Barbecue und großes Metal-Grillen Essig gewesen. Ja. Aber es ist eben so Holy Land hier, die Leute gehen mit unser Gelände hier super um, das ist ihr heiliger Boden, das ist ihr Festivalboden und damit, den wollen sie dementsprechend auch hegen und pflegen, sei es im Müllbereich, sei es aber natürlich auch, dass hier nicht Sekt brennt und eben andere Leute mit gefährdet. Also da haben wir schon ein Top-Publikum. Klar gibt es immer irgendwelche Idioten, die haben wir dieses Jahr aber nicht gehabt, die haben wir letztes Jahr gehabt, letztes Jahr wurden ja ein paar WC-Kabinen mal aus Versehen abgebrannt, das ist mal passiert. Aber eben, die haben wir auch gekriegt, aber das waren auch leider Gottes waren keine Metaller zum Glück. Aber eben andere Spacken, das hast du natürlich auch mit. Aber generell ist es so, dass eben wir hier das beste Publikum der Welt haben. Deswegen sind wir ja auch immer wieder demütig, sagen, ey, cool, wir freuen uns, dass das Festival machen dürfen wir auch, dass wir für die das machen dürfen wir und dass wir eben hier eben mit die Güte haben, das auch durchzuführen eben auch. Das macht dann immer noch mehr Spaß, wenn man auch anderen Leuten hört, gerade eben auch so Polizei, Feuerwehr, DRK, wie auch die Fans dann mit diesem Festival umgehen auch oder mit dem Brand Heavy Metal umgehen. Mhm. Was ich ein sehr bemerkenswertes Statement fand, war, ich habe auch mit einem Kollegen in Uniform von der Polizei gesprochen und ich habe ihn so gefragt, wie er die letzten Tage eingeschätzt hat, wie seine Bilanz ist und er sagte, nichts. Bei jedem Kreisligaspiel ist mehr los. Ihr habt ja durch diese 29 Jahre, die ihr schon diese Veranstaltung macht und die ihr uns Fans hier zusammenbringt, habt ihr ja mitgeholfen, dass sich auch unser Standing, sage ich mal, in der Öffentlichkeit ja deutlich verbessert hat in Wahrheit. Es ist schon ein Statement, ne? Und ich glaube, da können die Fans auch stolz drauf sein. Und das trägt natürlich auch zur Atmosphäre dabei. Also unser Motto ist ja, wir wollen möglichst wenig Grenzen und Barrieren und Restriktionen, möglichst viel Freiheit. Das ist, warum wir ein Festival. Verständigung natürlich sehr wichtig hier für uns. Das ist, warum wir ein Festival machen. Musik verbinde, das ist eben auch das Thema. Und das wird eben auch von den Behörden gesehen und dann über einen blöden Spruch, wie du in den Wald reinrufst, so kommt's raus. Also das funktioniert schon super und da nochmal echt. Man muss ja auch dazu sehen, dass wir natürlich sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben. Die ganze Feuerwehr, DRK, das sind alles ehrenamtliche Leute, die kommen vom ganzen Bundesgebiet hier umsonst hier mehr oder weniger zu arbeiten eben, und irgendwo in der Turnhalle oder im Zelt zu pennen, aber die haben Bock da mitzumachen, die sind froh oder glücklich und stolz, dass sie mitmachen dürfen bei diesem Festival eben auch. Das ist natürlich auch dankbar, dass die dann eben mit dabei sind eben auch. Aber das sind viele Ehrenamtliche dabei, weil das ist ja so in deren Sparte so ist üblich. Da gibt es ja keine unbedingt festen, so in dieser Masse ja auch nicht. Und das ist natürlich top. Und die muss natürlich auch dementsprechend immer auch wieder natürlich auch dann honorieren, dass sie dann auch hier letztlich bekommen sind, die kriegen dann auch ihre Goodies und werden optimal verpflegt ja auch und fühlen sich hier wohl und werden auch mit Respekt bedient, eben auch von allen Beteiligten, aber auch von den Fans ja auch, das ist wichtig. Auch der Fan muss auch Danke sagen. Wir haben natürlich die Metaller, sind auch die einzige in dem Bereich, die auch wirklich Danke sagen können. Das erleben wir auch jedes Mal auf dem Kreuzfahrtschiff, wo es all-inklusiv ist, wo auch dann trotzdem einer Danke sagt, obwohl das Bier eigentlich umsonst ist. Ja, und das ist eben unsere Community eben so. Wir sagen alle Danke. Punkt.
Eine ganz besondere Beziehung und eine besonders vertrauensvolle Beziehung habt ihr euch natürlich auch mit dem Ordnungsamt in all den Jahren aufgebaut. Jetzt gab es da gestern ein Statement, was man auslegen könnte als: Das Ordnungsamt würde gegebenenfalls anlässlich des Jubiläums darüber nachdenken, vielleicht tatsächlich noch einen weiteren Festivaltag freizugeben. Ist das eine Sache, zu der man jetzt schon Stellung beziehen kann, möchte? Es ist ja so, dass wir jetzt so wir haben ja immer eigentlich ist ja der Donnerstag ja schon Zusatztag. Den haben wir irgendwie vor 20 Jahren ihm mal reingemogelt, man muss mal so sagen. Wir brauchen da so einen Warm-up-Tag. Warum hört er das nicht hier? Ne? Hier. Egal, aber weiß er ja auch. Und der Mittwoch ist eigentlich, um, sag ich mal, die Frühanreisen zu bespaßen. Das ist so. Das haben wir alle da auch verstanden. nochmal ganz kurz, was wir jetzt hier auch nochmal in die Kamera sagen. Wir wissen das natürlich am Mittwoch bei Sepultura Totalabriss war und wir das Zelt, wie auch in den vergangenen Jahren bei Boomtown Rats oder bei Europe auch schließen mussten. Nichtsdestotrotz wollen wir die Politik, dass wir am Mittwoch geile Bands präsentieren, die auch ein hohes Maß an Attraktivität haben. Das wollen wir weiter durchziehen, weil der Mittwoch ist im Grunde Anreisebespaßung. Ja? Und wir schöpfen da schon die sicherheitstechnischen Kapazitäten aus, haben in diesem Jahr ja auch nochmal echt die Wände aufgemacht, damit du auch noch mal draußen was mitkriegst. Aber es ist uns eigentlich klar, wenn die Anreise optimal läuft, dann können nicht alle diesen Act verfolgen. Ja. Vielleicht größte von mehreren Neuerungen in diesem Jahr war die Einführung der ESL Wacken Arena. Ein Zelt, ich glaube, nur unwesentlich kleiner als der Bullet City Circus. Für das erste Mal eine Riesendimension. Ne? Also wir haben das Bullet City ja nochmal aufgestockt und wie wir vorhin schon hatten, hat es ja immer noch nicht gereicht. Aber ich glaube, ESL liegt irgendwo so beim Drittel. Kann sein, ja. Aber auch ein riesen Zirkuszelt, also da machen andere ein ganzes Fest. Da gibt es ja eigentlich eine Historie dazu. Also es ist natürlich so, dass wir das Festivalgelände ja immer weiterentwickelt haben. Und wenn man bedenkt, dass wir vor 20 Jahren sind wir angefangen mit dem Biergarten, ne? Das war ja auch schon eine Weltsensation, ein Festival im Biergarten. Dann hatten natürlich alle Festivals einen Biergarten. Klar. Und wir haben es ja auch gemacht. Dann haben wir natürlich dann die Wacken-Area, also den Mittelalterbereich entworfen, eben auch sehr erfolgreich. Mittelalter, Metal passt mega zusammen, brauchen wir nicht weiter diskutieren. Dann kam irgendwann die Westland Area, auch sehr erfolgreich eben auch, sehr gut angenommen worden. Dann kam eben Steampunk dazu, dann eben Welcome to the Jungle, eben, wo jetzt auch die Late Night Show ist von Maschine sehr gut eben weiter. Und dann kam natürlich auch die Fortsetzung eben generationsübergreifend und wo wir natürlich auch die jungen Leute mehr mitnehmen wollen, weil das natürlich auch über Völkerverständigung, über Verbindung weltweit durch den E-Sport und Gaming einfach ist. Aber die Musik muss der Schwerpunkt bleiben auf diesem Festival, ist auch klar. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich auch die jungen Leute damit bedienen. Und man sieht natürlich auch, dass viele Ältere natürlich auch da reintoben, weil sie natürlich auch Gamer sind eben. Und versuchen natürlich da eben auch über, was wir machen bei der Musik eben, die Völkerverständigung und Verbindung, auch natürlich über den Bereich jetzt auch über die Gaming- und E-Sport-Geschichte zu finden. Das hat auch gut funktioniert. Teilweise wurden die Spiele, wo die einzelnen Teams waren, wurden praktisch ja diese Teamplayer auch genauso praktisch angefeuert wie ein Künstler, wie ein Rockstar. Das sind ja Rockstars für die viele ja auch. Das sind ja teilweise Leute, die verdienen ja noch mehr Kohle als leider Gottes unsere Künstler, die Musik machen. Was eigentlich ja schon eine Katastrophe ist, aber ist ja nun mal so. Und die werden gefeiert wie Helden und wie Rockstars eben auch. Und das ist natürlich eine ganz andere Liga eben auch, die, wie gesagt, ich bin bei Telespiele, bin ich damals in 70er Jahren aufgehört, da habe ich auch nicht weiterentwickelt. Muss ich auch nicht, kann einer besser. Aber eben, wir wollen das bedienen und wir haben als erstes Festival das weltweit das auch bedient eben. Und hat noch kein Festival dieser Erde versucht. Und das ist natürlich ausbaufähig und auch das ganze Jahr, weil es gibt unglaublich viele Möglichkeiten ja auch, um auf Reichweite zu kommen eben. Und da wollen wir natürlich auch die jungen Leute eben auch mitnehmen eben. Auch wenn sie schon sagen, okay, ich bin in meiner Freizeit, da geht ja um Freizeit ja auch, bin ich Gamer, bin ich E-Sport-Freak. Und wenn ich am Festival das mal nebenbei 2-3 Stunden machen kann, bin ich ja glücklich. Und wenn ich dann noch ein paar Top-Leute finde, oder Top-Spieler oder Publisher finde, wie Razer und so weiter, dann habe ich alles erreicht. Dann kann ich immer 2-3 Stunden mich mal rausziehen, klimatisiertes Zelt reingehen, ein bisschen daddeln und gehe dann wieder zu meiner Band zurück und feiere sie ab. Das ist so die Idee dabei. Wenn du da nicht rein willst, nicht rein. Dann ist es, also jetzt auch logistisch in so einem Randbereich, dann merkst du da gar nichts von. Also du hast nichts von dem Zelt gehört. Wenn du nicht reingegangen bist, hast du ja eigentlich nichts gesehen. Das Zelt hat
keinem irgendeinen Platz weggenommen. Das waren ja auch Befürchtungen. Kostet nicht mehr. Werden irgendwelche Wege länger? Es sind, glaube ich, keine Wege länger geworden. Ist anders finanziert, also nicht über euer Ticketgeld. Dass ihr jetzt sagt, wir haben Metallica nicht Keine gebucht. Band weniger. Nein, alles Blödsinn, keine Band weniger. Und es eröffnet das ist das, was Holger und mich interessiert, es eröffnet einfach neue Horizonte, neue Möglichkeiten. Und wir sind da, klar, auch auf eure Hilfe angewiesen. Feedback, was war gut, was war schlecht. Und damit wir das natürlich auf das nächste Level heben. Wir haben gesehen, dass ganz viele Musiker da sehr affin sind. Und da bin ich mal gespannt, was im nächsten Jahr eigentlich bis zum nächsten Festival da schon an Weiterentwicklung kommt. Und dann werden wir natürlich auch kreativ nochmal einsteigen. Also für mich sah das aus wie eine Dattelhalle und ich habe da auch schon ein paar Bilder, also wie Holger sagt, in den 70er, 80ern. Da haben wir auch schon, auch mit den ESL-Leuten schon mal so ganz locker, das ist ja hier irgendwie, das ist also auch an dem Wochenende so wie so ein Katalysator, ne, oder ein Brandbeschleuniger. Da fangen Leute dann an, ganz wild zu denken, also ob Hand des Bieres oder keine Ahnung. Und das ist eigentlich auch das, was wir wollen. Wir wollen hier was in Gange setzen. Und, ich glaube, spannend. Wir haben dieses Jahr Sabaton. Sabaton ist ja dann, haben wir gesagt, enge Beziehung zu World of Tanks, also dem auf jeden Fall dabei. Ne, Iron Maiden haben auch sogar, die haben ein eigenes Spiel. Ne, man sagt, okay, von der Altersgruppe sagen, okay, wieso machen die das überhaupt? Aber die haben auch ein eigenes Spiel. Also das ist ein Riesenmarkt und entscheidend ist, dass wir die Musik mal optimal mit einbinden auch, weil es geht immer um die Musik. Im Mittelalter ist auch die Musik im Vordergrund ja auch, obwohl die natürlich auch ihre Spiele dort machen. Wasteland Area auch. Wir haben dort auch eine Mac-Leute, aber auch immer in Bezug immer auf die Musik. Die Musik verbindet, die Spiele verbinden und so soll es auch sein eben. Und dann macht das auch für alle Beteiligten Spaß. Kann man es auch dementsprechend gut auch dementsprechend auch immer wieder bringen und darstellen auch immer. Und das soll das ganze Jahr auch natürlich auch eine Plattform sein, wo wir eben auch sie alle wiederfinden eben auch. Nicht einmal eine einmalige Aktion, weil dann macht das natürlich auch keinen Sinn. Da sind wir natürlich bei, eben auch eben Sachen zu entwickeln, sodass eben man sich auch über das Jahr wiederfindet. Dass es ein Wackenteam gibt, all diese Möglichkeiten, die jetzt dieses E-Sport und Gaming auch bieten eben. Das ist ja unfassbar, wie groß die Geschichte ist. Und wir sind mit Wacken natürlich auch ein Generationsfestival. Ja, wir haben die Alten, die quasi schon 92 da waren, wir haben die inzwischen ihre Kinder mitgebracht haben oder ihre Enkelkinder schon dabei haben. Ja, und die sind ja auch so drauf und sagen, okay, dann will ich mit meinem Jungen auch mal daddeln, wenn der schon 14 ist und keinen Bock auf die Musik vielleicht hat, aber vielleicht kriege ich über die Musik dann eben zum Medal, kann ja auch gut sein. Und das ist so, ob wir es so wollen. Wir sind ein Generationsfestival, deswegen müssen wir auch mal sehen, dass wir mit den Generationen mitgehen und einfach nicht stehen bleiben. Und das war auch immer das Ziel. Wir bleiben hier nie stehen, wollen ja nicht stehen bleiben und es wird sich immer weiterentwickeln. Auch in anderen Bereichen, Thema Sicherheit, ein großes Thema ja auch, wo die Festivalbesucher dann auch merken, hey, was passiert was Neues, hier mit einer Fahrstraße mehr oder hier mehr Hinweisbanner oder hier Trinkwasser for free. All diese Geschichten sind natürlich wichtig eben auch und das gehört dazu auch. Das ist weiter Baustein eben fürs Festival, aber eben, wir machen Heavy Metal und alles andere ist eben... Das sind die Randdinger, ne? Zum Abschluss möchte ich euch eine Frage stellen, die ihr wahrscheinlich nach diesem Wochenende nicht mehr hören könnt. Ihr werdet nächstes Jahr 30. Irgendwas Besonderes geplant? Ja. Wir haben ja unsere Resync-Gruppe, die betreffen uns ja wieder zu den Hamburg Metal Days. Die haben ja auch Ideen, kreative Ansätze, was man so ein Festival dementsprechend auch verbessern kann, ändern kann oder eben überhaupt weiterbringen kann. Entnehme ich dem, ihr lasst euch noch nichts entlocken, ob eventuell was geplant sein könnte. Und wir lassen uns entlocken, dass auf jeden Fall was geplant ist. Wir sind nur noch nicht in der Planung so weit, dass wir sagen können, das ist geplant. Also wir sind am Planen, am Machen und am Tun. Wir warten noch auf euer Feedback, auf eure Ideen. Wir denken auch, das wäre dem diesjährigen Festival nicht würdig. Also wir sollten jetzt erstmal die nächsten Wochen auch nochmal uns gemeinsam abfeiern. Dann sollten wir danach, also erstmal abfeiern und nicht nölen. Und dann aber auch nochmal eine große Nöhlphase, so um Ende August, denke ich schon, wenn jeder mal zu Hause angekommen ist und wir hier auch, ich weiß was, ich hätte beinahe aus dem Schlamm gesagt. Déjà-vu. Ja, wenn wir dann alle mal wieder den Sonnenbrand verdaut haben, dann irgendwie gucken, dass wir das für uns sortieren. Holger hat es angesprochen, wir haben eine Resync-Gruppe auf dem
auf den Hamburg Metal Days, wir haben in den Socials, Jasper wird das monitoren, wir haben nach wie vor ja auch nochmal einen Brief. Ja, von einigen bekommen wir nach wie vor immer noch schriftliche Notizen, die sie bei uns im Info-Office oder ganz viele alte Bekannte haben natürlich auch einen direkten Draht zu uns oder auch zur Crew. Dann werden wir natürlich auch unsere Crew fragen. Ja, und die haben jetzt natürlich keine Zeit, Berichte zu schreiben. Aber das ist nachher ein Prozess eigentlich ja bis zur ersten Amtssitzung. Amtssitzung ist bei uns der große Kreis aller, wir haben die vorhin alle aufgezählt, Ordnungsamt in der Führung, aber dann Feuerwehr, Polizei, Sanis und alle Dienstleister. Ja, alle Dienstleister. Für viele Dienstleister ist die Saison jetzt auch noch nicht zu Ende, aber wir fordern alle auf, sagt mal, was daneben gegangen. Also wir wissen auch, es fühlt sich im Moment gut an, das Festival, aber es werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle wird man mal gestolpert sein oder wird man mal angeeckt sein. Der eine hat sich auch vielleicht mit dem anderen mal gezofft. Und das muss jetzt sauber aufgearbeitet werden. Das haben wir immer so gemacht. Und dann, parallel fängt schon die Planung an. Dann hast du so bis Weihnachten ja, ich sag mal, den Wunschzettel so zusammen, na, was man mal angehen will. Einige Sachen müssen sogar auch weit vor Weihnachten schon bestellt werden. Und so baut sich das auf, damit ihr euch das vorstellen könnt. Das ist jetzt nicht so, dass wir morgen wissen, was wir nächstes Jahr Anfang August hier fabrizieren. Ausgenommen aus Bandboogie, das geht früher los. Ne? Da sind wir natürlich ja schon ab April, Mai am Basteln eben für 19 eben auch. Sind wir ja schon, haben einige ganz auch schon gebucht. Wir reden ja schon für 20. Wir sind ja schon bei, eben mit anderen Bands zu finden und gucken, was da gibt. 20 geht auch. Da sind wir schon mal dabei. Also das ist ab der Bandboogie ist komplett autark, weil das ist auch eine andere Entscheidungsliga eben auch. Als andere, was eben wo kreative Prozesse sind, wo aber die Produktion mitgenommen wird, die es ja umsetzen musste, auch die müssen sagen, okay, das können wir jetzt so bauen, weil das, und wo kann sagen, das geht man nicht so bauen, dann gibt es ja auch eine Diskussion, das dauert ja immer, gibt es Dialoge, weil im Grunde ist das so, für uns beiden gibt es das Wort gibt es eigentlich nicht. Und da haben wir natürlich immer Dialoge dann eben mit den ausführenden Abteilungen, die sagen, schwierig, da wollen wir natürlich Lösungen haben immer. Es gibt nur Lösungen. So egal wie die dann vielleicht später dann aussehen, aber man will natürlich auch dann so haben, wie es eigentlich dann auch sein sollte eben. Da gibt es dann immer Diskussionen, das zieht sich auch. Kann natürlich mal sein, dass dann auch schon mal im Januar Sachen entscheidet. Wir haben jetzt auch die ESL-Arena war ja auch sehr spät entschieden eben auch. Und das sind immer Sachen, die dann immer ganz spät entschieden werden. Wird sich aber nie ändern bei einem Festival. Ein Festival ist nie fertig. Nie. Sollte eigentlich auch nicht sein. Ja, also für uns ist der Weg ist das Ziel. Also und nur mal auch von den Fans, die Fans sagen ja jedes Mal, in den Wacken waren ja auch viele haben mich angesprochen, haben, oh geil, das habt ihr neu gemacht, dies habt ihr neu gemacht, geile Sitzgelegenheiten und hier kommt man über Dach sitzen, war Sonnenschutz und so und ey, das ist ein geiles Tool und das war mal nett, dass ihr mal sowas auch gemacht habt oder dass es eben, da gab es veganisches Essen oder da gibt es genug themenfreies Essen, auch solche Themen ja auch, ja, das ist die natürlich auch, wo die Fans ankommen oder natürlich auch, wo dann eben einer ankommt, eben ein Mensch mit Behinderung sagt, ey, ihr habt keine richtigen, vernünftigen Behindertentoiletten gehabt, okay, das wusste ich jetzt so gar nicht und dann muss ich mich auch erst schlau machen. Da kommen natürlich auch Sachen davon zu, wo nicht positiv, auch negative Sachen, wo ich sage, okay, sorry, scheiße gelaufen, müssen wir nächstes Jahr nachbessern eben auch. Ne? Ja. Nein, wir haben viele Anfragen auch gekriegt, alkoholfreies Bier in den letzten 2-3 Jahren, haben der eine oder andere, das haben wir noch nicht umgesetzt gekriegt, das rutscht dann auch mal durch, fällt wieder von der Liste oder irgendeiner von den Dienstleistern überzeugt uns, ist kein Thema, aber wenn es immer wieder auftaucht, also mich haben allein in diesem Jahr, ich glaube, 3 angesprochen, deswegen habe ich das nochmal wieder auf die Liste und dann wird es auch diskutiert. Ne? Und dann nach der Diskussion am Ende des Tages entscheiden wir beiden ja, aber wir versuchen mit dem Team ja ganz eng zusammenzuarbeiten. Extern und intern. Das war eine ganz besondere Folge von Daily Video Recap. Ich möchte mich bedanken bei Thomas und Holger für ein sehr interessantes Gespräch. Top für alle Recaps, ja, und auch. Danke. Sehr gerne. Wir sehen uns spätestens im nächsten Jahr.